Einen ausländischen Führerschein zu haben, das kann große Vorteile haben, wenn du ausgewandert bist. Und was diese Vorteile sind, damit wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du an einem ausländischen Führerschein oder generell an einem ausländischen Setup inklusive Wohnsitz, Bankkonto, Steuernummer, Meldebestätigung Interesse hast, weil du vielleicht digitaler Nomade bist, dann kann ich dir hier nur die Philippinen empfehlen. Dort ist das alles ziemlich günstig und wir können das alles für dich einrichten, komplett remote in den meisten Fällen, inklusive den Führerschein. Du musst also dort vielfach gar nicht einreisen. Du kriegst deinen echten Wohnsitz, Mietvertrag, Utility Bills, alles, was du brauchst, um dich international zu verifizieren. Wenn dich das interessiert, dann findest du Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum Thema Führerschein. Alle reden ja immer von zweiten Staatsbürgerschaften und sicherlich sind Zweitpässe auch ein sehr gutes Tool, um sich international zu diversifizieren. Aber meiner Meinung nach, was vielfach komplett unterschätzt wird, ist der ausländische Führerschein. Ein Führerschein ist ja etwas, was eigentlich sehr viel einfacher zu bekommen ist als jetzt eine ausländische Staatsbürgerschaft. Du musst natürlich, damit du den Führerschein bekommst, deinen Wohnsitz in dem Land haben. Aber ansonsten ist der Führerschein tatsächlich einfach zu bekommen. Wenn du einen deutschen Führerschein oder einen anderen ausländischen Führerschein hast, ist es vielfach gar nicht mehr notwendig, dass du eine Fahrprüfung selbst machen musst, sondern du kannst den in manchen Fällen eintauschen, was du vielleicht nicht willst, aber in anderen Fällen, wie zum Beispiel in den Philippinen, kriegst du dann eben einen neuen Führerschein aus dem Wohnsitzland. Wie ich schon gesagt habe, wir machen das zum Beispiel für Mandanten in den Philippinen, die bereits einen deutschen Führerschein haben. Die bekommen dann einfach einen philippinischen Führerschein zusätzlich. Aber wir kennen zum Beispiel viele Mandanten, die das Ganze in Georgien machen. Da muss man dann zwar eine Fahrprüfung machen, sowohl Theorie als Praxis, die Theorie übrigens in Englisch, aber dann hat man eben auch den georgischen Führerschein. Wenn du in der EU wohnst, ist es sowieso einfach. Dort kannst du mit deinem deutschen Führerschein weiterfahren. Das gleiche geht übrigens auch in UK. Sobald dieser aber dann abläuft, würdest du dann vor Ort in dem Land einen neuen Führerschein ausstellen lassen. Fahrprüfung musst du natürlich dann nicht mehr machen, wenn du einen EU-Führerschein hast. So, was ist nun eigentlich der Vorteil des Führerscheins? Nun, erstens, er wird in vielen Fällen als Ausweisdokument anerkannt. Du kannst damit vielleicht nicht reisen im Flugzeug, also Inlandsflüge werden schon möglich sein, aber international wird nicht gehen. Aber in vielen Situationen ist der Führerschein fotografische ID. Du kannst diesen einfach als ID überall verwenden. Sei es jetzt bei Behörden, sei es um ein Konto zu eröffnen und in vielen anderen Situationen auch. Zweitens, es ist eben wirklich ein vollwertiger Ersatzführerschein. Wenn dir zum Beispiel dein deutscher Führerschein abhanden kommt oder wenn er dir mal abgenommen wird, zeitweise, kannst du wenigstens im Ausland noch mit diesem ausländischen Führerschein weiterfahren. Du kannst Autos mieten. Du stellst eben dann bei einem Führerscheinverlust, aus welchen Gründen auch immer, nicht komplett hilflos da und kannst im Grunde genommen dich nicht mehr nach vorne oder nach hinten bewegen. Ein weiterer Vorteil des Führerscheins ist, dass selbst wenn er nicht als Identitätsdokument anerkannt wird, dann wird er in den meisten Fällen doch als Adressnachweis anerkannt. Nehmen wir einmal an, du hast deinen Wohnsitz in den Philippinen und deinen philippinischen Führerschein. Dann eröffnest du ein Bankkonto im Ausland. Dann würdest du möglicherweise deinen deutschen Pass verwenden, um deine Identität nachzuweisen. Aber du kannst dann den philippinischen Führerschein verwenden, um deine Adresse nachzuweisen. Denn deine Adresse ist ja auf dem Führerschein aufgedruckt. Nun muss man natürlich sagen, dass nicht in allen Ländern tatsächlich die Adresse auf dem Führerschein auftaucht. Ja? Also da hängt es ein bisschen davon ab, welchen Führerschein du tatsächlich dann hast. Aber in vielen Fällen ist der Führerschein ein hervorragendes Dokument, um tatsächlich die Adresse nachzuweisen. Da gab es jetzt schon verschiedene Fälle von Mandanten, die zum Beispiel nach Deutschland eingereist sind und dann bei der Einreise am Frankfurter Flughafen festgehalten wurden, nicht festgenommen, ja, sondern festgehalten, denn irgendeine Behörde konnte die Mandanten nicht erreichen. Sie waren eben im Ausland, sie hatten keine Adresse zurückgelassen. Da gibt es so ein Aufenthaltsfeststellungsverfahren. Das heißt, das nächste Mal, wo du zum Beispiel in Deutschland in eine Polizeikontrolle kommst oder aber eben im Flughafen in Deutschland ankommst oder auch vom Flughafen wegfliegst, kann der Polizist dich dann festhalten, solange bis du eben einen gültigen Adressnachweis vorlegst. So, wenn du jetzt einen solchen Führerschein hast, dann ist das natürlich ein perfekter Adressnachweis. Dann kannst du also sagen, hier, ich wohne in den Philippinen oder in Georgien oder eben wo auch immer. Ein weiterer Vorteil des Führerscheines ist, dass du ihn im Rahmen der digitalen Identifizierung verwenden kannst. Du weißt ja, heute wird vielfach Identifizierung gemacht per Handy, wo du dann dein Ausweisdokument fotografierst und dann ein Selfie von dir nimmst. Auch hier ist in vielen Fällen der Führerschein anerkannt. Das hängt natürlich dann stark vom Provider ab, welche Führerscheindokumente er anerkennt, aus welchen Ländern. Es gibt natürlich Anbieter, die sagen, okay, es muss ein EU-Führerschein sein. Das musst du halt dann prüfen. Aber eben vielfach
kann man sich dann in solchen Verfahren dann eben auch ausweisen. Und in Verbindung mit ID kann das natürlich auch, vor allen Dingen, wenn wir in die Zukunft schauen, besonders attraktiv sein. Wir werden ja in Zukunft wahrscheinlich zwangsweise eine digitale ID haben und jedes Bankkonto muss dann zwangsweise auch mit genau dieser digitalen ID verbunden werden. Wir hatten das ja aus Vietnam gehört, wir hatten dazu auch ein Video gemacht. Dort wurden buchstäblich fast 100 Millionen Konten geschlossen, weil sich die Kontoinhaber nicht mit einer digitalen ID bei der Bank verifiziert hatten, das Konto also nicht verknüpft hatten mit dieser digitalen ID. Nehmen wir einmal an, du hast jetzt einen ausländischen Führerschein. Nehmen wir einmal an, für diesen ausländischen Führerschein gibt es auch eine digitale ID und du hast die in deinem Wallet. Dann kannst du eben diesen Führerschein dann verwenden, um diese digitale ID dann mit deinem Konto zu verknüpfen. Das muss also nicht dein deutscher Pass sein, dein deutscher Ausweis sein, deine deutsche digitale ID oder eben mal was auch immer für eine ID du hast, sondern es kann eben spezifisch dieser Führerschein sein. Somit kannst du also dann wirklich steuern, was du auch hier den Behörden, was du den Banken für Informationen gibst, wer du bist, wo du wohnst. Und es zirkulieren nicht immer ID-Dokumente von dir im Online-Äther rum, von denen du vielleicht nicht willst, dass sie rumzirkulieren. Also insofern, ich kann einen weiteren Führerschein nur jedem empfehlen. Ich selbst habe 3 Führerscheine, einen in der Europäischen Union, einen in den USA und eben auch noch einen in den Philippinen. Das heißt, wenn ich ein Auto miete, kann ich mir immer überlegen, welcher Führerschein ist jetzt gerade hier am besten. Wenn ich angehalten werde von der Polizei, kann ich mir immer überlegen, welcher Führerschein ist jetzt gerade in dem Moment am besten. Pass nur auf, dass du nicht mit allen 3 erwischt wirst. Das ist zwar natürlich nicht verboten, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber es könnte vielleicht zu Missverständnissen führen. Das willst du natürlich auf jeden Fall vermeiden. Nein, aber eben Spaß beiseite. Also tatsächlich ist es natürlich nicht verboten, verschiedene Führerscheine zu haben, völlig klar. Bei der Beantragung des Führerscheins wird ja geprüft, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Das heißt, wenn du tatsächlich in einem Land wohnst, du hast dort einen Wohnsitz und das kannst du entsprechend nachweisen und dann in der Regel musst du auch noch einen Aufenthaltstitel haben, wobei das hängt vom Land ab. In den Philippinen ist das nicht notwendig, in den USA wird das ganz streng geprüft. Das heißt, bei jeder Verlängerung des Führerscheins wird in den USA zum Beispiel geprüft, ob du immer noch ein gültiges Visum hast und wenn du keins hast, dann kriegst du dort keinen Führerschein oder zumindest nicht in allen Bundesstaaten. Also daher ein sehr vielseitig einsetzbares Dokument, was meiner Meinung nach vielfach unterschätzt wird. In vielen Ländern kriegt man zwar auch, wenn man einen Aufenthaltstitel, wenn man ein Visum hat, eine Karte. Auch diese lässt sich einsetzen, aber tatsächlich ist der Führerschein meiner Meinung nach vielfach vielfältiger einsetzbar, auch international in vielen Alltagssituationen. Und deshalb etwas, das ich dir auf jeden Fall im Rahmen deiner Auswanderung, im Rahmen deines Plan B mitgeben möchte, als etwas, was du dir mal genau überlegen solltest, vor allen Dingen, wenn du bereits die Chance hast und das für dich nur ein kleiner Aufwand ist. In diesem Sinne, wenn auch du Interesse an einem ausländischen Führerschein hast, beziehungsweise an einem kompletten Plan B Setup oder wenn du planst, zum Beispiel in die Philippinen auszuwandern, können wir dich dort komplett unterstützen, inklusive den Führerschein, aber natürlich nicht nur den Führerschein. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Natürlich können wir dich auch gerne umfassend zu allen Bereichen rund um Auswanderung und Steuern beraten, wie du steueroptimiert umziehst, wie du Steuerfallen vermeidest, sowohl im Inland als auch im Ausland, wie du dich richtig abmeldest, wie du korrekt Firmen im Ausland gründest, zweite Staatsbürgerschaften erhältst und Aufenthaltstitel. Das ist das, was wir genau seit 20 Jahren tun und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.